Hallo, ich bin Benjamin Schäfer, Schlagzeuger bei den Luxemburger Philharmonikern und ich zeige euch heute, wie man den Hammer in Gustav Mahlers Symphonie Nummer 6 spielt. Let's go! Gustav Mahler hat in seiner Symphonie, die auch tragische genannt wird, Schicksalsschläge komponiert, die im letzten Satz vorkommen. Wir alle Menschen erfahren das wahrscheinlich in unserem Leben. Jemand, den man liebt, verstirbt, man wird vielleicht krank oder man kennt jemanden, der krank geworden ist. Und das sind Momente, die wirklich das Leben nachhaltig beeinflussen. Und er hat versucht, diese Momente, die er auch selbst erlebt hat, in Musik zu fassen. Er hat in der Partitur geschrieben, dumpfer, hallender, mächtiger Schlag, wie ein Axthieb. Und ich würde sagen, das gehört zu den absoluten Höhepunkten der Symphonie und auch der Musikgeschichte der Klassikwelt. Diese einzelnen Schläge haben so viel Dramatik, so viel Impact und machen diese Symphonie zu etwas Besonderem. Und was braucht man dafür? Erstmal einen richtig ordentlichen Hammer. Zweitens eine gescheite Box. Viele Schlagzeuger bauen die auch selber. Oder man kann sie auch kaufen, weil auf den Boden schlagen in der schönen Philharmonie ist nicht zu empfehlen. Drittens, Personal Taste, ein extra Schlagholz, um den Schlag noch etwas dumpfer zu machen. Und viertens, für den Spezialeffekt ein bisschen Staub. Am besten eignet sich Babypuder. Man sollte nicht sparen. Aber nicht zu viel, dass die Staubwolke zu groß wird, weil sonst fangen die Kollegen an zu husten. So, jetzt wissen wir, was wir alles brauchen. Aber jetzt sind wir im Konzert. Unglaublich wichtig für mich, finde ich, die visuelle Fixierung auf den Dirigent. Weil sobald der Schlägel oben ist und man sendet den nach unten, man kann die Kilos nicht mehr aufhalten. Also man muss sich irgendwie sehr gut koordinieren mit dem Orchester, wie der Schlag zusammenkommt. Und die Schlagzeugerkollegen Pauke und große Trommel gucken auf mich und alle warten darauf, dass der Hammer nach unten fällt, um auch zu schlagen. Also pure Konzentration. Zweitens, ich würde nicht empfehlen zu lächeln, weil wenn man einen Schicksalsschlag erlebt, der ist ziemlich ernst und da gehört auch diese visuelle Spannung dazu. Und drittens, ich würde den Schlägel, persönliche Meinung, langsam, sodass die ganze Tension vom Publikum auf den Schlag kommt und dann entladen. Technik-Tutorial. Erstens, guter Stand. Zweitens, guter Griff. Drittens, ihr hört den Auftakt von den Trompeten. Da, 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 di, da. Kommt ins Konzert.